Das ist Laura Schelchli. Laura lebt für gutes Essen und ihre Leidenschaft sind Geschichten der Leute, die genau das Essen jeden Tag machen. So kommt es, dass wir jetzt mit ihr in der ganzen Schweiz unterwegs sind, um die spannendsten von diesen Persönlichkeiten zu treffen und etwas von ihnen zu lernen. In dem Fall von Pepe Regazzi. Der Nationaltrainer von Swiss Snowboard hat in den letzten Jahren jede freie Sekunde damit verbracht, das ursprüngliche Tessin zu bereisen, weil er von seinem Heimatkanton so fasziniert ist. Mit seiner ganzen Geschichte, mit seiner wunderschönen Landschaft, mit den unglaublich guten Menschen, die noch im Schatten probieren, die alte Tradition weiterzugeben. Ich glaube, das macht jeder von uns irgendwie mal durch. Also weißt du, so, von woher komme ich eigentlich und was ist schon da? Das hat er mittlerweile auch in 2 Büchern festgehalten. Ticino di Cucino und Famiglia Nostrana. Und die Idee mit der Julia Kretin, Fotografin, die eigentlich zusammen haben wir die Bücher gemacht haben, wir gemeint, wieso machen wir nicht so eine Zusammenfassung von all diesen Köstlichkeiten, all diese guten Sachen vom Tessin. Darum trifft sich Laura mit dem Pepe, um sein Tessin kennenzulernen. Weil der Pepe kennt sich aus. Mit dem Essen, den Traditionen, seinem Appe. Und vor allem mit den Menschen und ihrem Arbeiten. So wie der Walter Branca. Der Walter im Lago Maggiore ist einer der Profifischer, die noch gibt. Es sind, glaube ich, 3, 4. Und das Spezielle daran von ihm ist einfach, dass er hat committed sein ganzes Leben Fischer sein, in der Natur draussen sein, auf dem See, allein und ja, mit den Fischen zu tun. Pecha. Pecha, Pecha, Pecha. Also ich habe jetzt einige Fischer kennengelernt von der ganzen Welt. Und du brauchst echt einen Charakter zum Fischer zu sein. Cos'è che ti piace tantissimo, il pesce o il pescatore? Non ho capito. Scarpione! Ah, ho capito il pescatore io. Ich habe nicht verstanden, oder wenig. Der Dialekt. Der Dialekt ist... Ma sulla pesca le mai parlando dialetto resta più se non strano, anche di termini dai reti, no? No? Er redet jetzt so Italienisch, dass die Zucchini auch versteht. Das ist auch so etwas. Ich habe das wie nie realisiert. Ich glaube, wenn du da ankommst in die Ferien, dann bist du gar nie so mit dem Dialekt in Kontakt. Kontakt zu den Menschen ist das, wofür der Pepe lebt. Also fahren sie vom Lago Maggiore nach Olivone, um Tessiner Spezialitäten kennenzulernen, die von besonderen Menschen gemacht werden. Das Bar, das hinter der Molkerei Teura steckt, geht seinen ganz eigenen Weg. Ja, und dann, was machst du jetzt mit Biomilch in Olivone? Wenn, die wäre einfach zusammengeschüttet worden mit der anderen Milch. Also dann war es irgendwie klar für alle, jetzt müssen wir unsere Käse haben. Heidi Roth ist für den Verkauf und die Organisation zuständig. Ihr Mann, der Giampolo Marchi, macht den Käse. Controllo del maestro. Devo fare questo taglio netto, allora vuol dire che la cagliata è pronta per la lavorazione. Si taglia a croce prima. La croce svizzera. Dopo si vede nel formaggio che è svizzero. Die Vision von einer Biomolkerei mit 0 Kilometer Produktionsweg vom Melken bis zum Verkauf ist schon lange ein Herzensprojekt von diesen beiden gewesen. Ganz genau. Also man sagt Kilometer Zero. Ja, ist nicht ja. Kilometer Zero, ist Metro Zero. Ja. Noch weniger. Salut. Ciao, Viva. Ciao, Edi. Also es gibt Leute, die arbeiten für Geld und es gibt Leute, die arbeiten für etwas, weil das ihre Liebe ist. Oh, hat einen mega interessanten Geschmack. Ja, du merkst eben die Brennnessel, aber wenn er kalt ist, nicht, aber wenn er ein bisschen draussen war, dann merkst du es richtig so. Und die Vision, also dass Teddy 20 Jahre gebraucht hat, um ihre Vision zu verwirklichen, ist für mich sehr emotional. Und ich glaube, vielleicht ist das, was der Pepe sucht oder findet, ist so das Emotionale in allem drin. Etwas, das wirklich traditionell ist und von da sind die zwei. Der Geräucher, das ist sicher eine Tradition der Alpen, ja. Also zum einen haltbar machen. Weil es für lange hat man nicht mehr gehört von so Ricotta, Fumigata. Genau. Also früher hat das jeder gekannt. Ein weiteres traditionelles Überbleibsel von der Tessiner Geschichte finden wir im 1 Stunde davon entfernten Ponte Brolla.
An Ort, wo kalte Luft aus dem Berg geströmt ist, hat man Steinmauern aufgeschüttet, um eine Art einen Kühlschrank zu bauen. Sie haben eben so Rustico gebaut, so Kantinen gebaut zuerst. Und dort haben sie eigentlich Salami und Käse bewahren. Und plus auch noch vielleicht auch den Wein. Salut! Der Davide oder Dado Buvolli hat im geschichtsträchtigen Grotto America 5 Jahre gearbeitet und es jetzt von seinem Bruder übernommen. 30.000 sono stati i cinesi partiti per la California da metà dell'Ottocento fino alla Prima Guerra Mondiale e il Grotto America era un posto dove la gente si trovava prima che partivano. Bellissimo, dai. La mia compagna. Laura! Che vedi la mia compagna, la Laura? No, perché secondo me te la nascondi da te. Guarda sotto al tavolo. Dass die Tessiner so laut sind, das habe ich gar nicht gewusst. Die Tessiner gehen immer auch an den Partys und sie sind immer die Lustigen, oder? Ha detto prima si mangia poi si parla. Andiamo nella cucina, dai. No, lascialo che lui sta lavorando. Magari non schafft. Ursprünglich hat es im Grotto nur Käse, Aufschnitt und Wein gegeben. Aber heute gibt es auch traditionelle Gerichte wie Risotto, polenta, brasato, luganghetta. Sì, ok, menù, Okay. va bene. Ja, ein paar Junge in der letzten Zeit übernehmen eben die Grottis, die bis vor ein paar Jahren sind eben ziemlich alte Leute, die das gemacht haben. Das ist auch normal, sie haben auch von der Tradition mehr gewusst. Und jetzt übernehmen sie ein bisschen die Jungen und bringen ein bisschen auch frische Luft drin. Und das bringt eben ein bisschen das Alte mit dem Neuen zusammen.